Jetzt geht es darum, eine fachbezogene, methodische Entscheidung vorzubereiten, bevor der nächste Schritt in unserem Grundmodell ansteht. Dazu werden Sie nun die Bedeutung von Induktion und Deduktion kennenlernen. Diese Vorgehensweisen sind typisch für geistes- und sozialwissenschaftliche Gebiete. Sie sind aber nicht die einzigen Paradigmen, um die es jetzt gehen könnte, zum Beispiel bei Ihnen selbst. Sie stehen als Varianten für mögliche andere Vorgehensweisen, also wie ein Wahlpflichtfach oder ein Studienschwerpunkt sozusagen, eingerahmt vom Pflichtteil des Studiengangs in diesem Grundmodell. Da es sich bei diesen Varianten um definierte empirische Vorgehensweisen handelt, die häufig genutzt werden, lüften wir nun die Geheimnisse des sozialwissenschaftlichen empirischen Arbeitens durch eine entsprechende Einführung. Dazu schauen wir auf das Grundmodell, das nun um einen weiteren, nur angedeuteten Schritt wächst. Angedeutet deshalb, weil dieser Schritt schmaler ist und nur gestrichelt dargestellt, denn er ist Platzhalter für eine Reihe von Schritten, die je nach Wahl der Methoden zu beschreiben sind. Um es in der Sprache unserer hochschulischen Curricula zu sagen, hier kommt nach den ersten Pflichtfächern und Pflichtschritten ein Block von mehreren Schritten, die je nach Methode zu füllen sind, wie Wahlpflichtfächer oder Schwerpunkte im Studiengang. Jenes Klötzchen in der Reihe in unserem Modell, bewusst etwas schmaler gehalten, beinhaltet die Schritte 4, 5 und 6, also 3 Kapitel bzw. 3 Schritte. Und diese liegen hier gleich zweimal vor, in 2 Reihen untereinander. Das erklärt sich aus den beiden zur Wahl stehenden Wegen, die wir nun vertiefen wollen: Induktion und Deduktion. Nochmals, stattdessen können hier auch andere fachspezifische Vorgehensweisen eingesetzt werden. Die jetzt anstehenden beiden Stränge wären also ersetzbar durch andere, je nach Methoden des Fachgebiets. Das Grundmodell ist für alle gültig und nutzbar, also die beiden Leerstellen nach diesem gestrichelten Bereich werden auf ihre Weise für alle Vorgehensweisen noch anstehen. Deshalb können wir hier auch von einem Grundmodell sprechen, weil es den Schritten des grundsätzlichen wissenschaftlichen Vorgehens entsprechend gebaut ist und dabei an dieser Stelle die Besonderheiten der jeweiligen Wissenschaftsdisziplinen berücksichtigt. Immerhin sehen Sie, dass diese fachspezifische Strecke in dem gestrichelten Platzhalter 3 Schritte vorsieht. Das müssen nicht 3 sein, es könnten auch 4 oder mehr werden, es könnten aber auch mal nur 2 sein. Gehen wir also nun näher hinein in die Details. Ich habe hier unterschieden nach A und B, gemäß der beiden Beispiele Induktion und Deduktion, als typisch empirische Vorgehensweisen. A steht dann für die Induktion, B für die Deduktion. Um diese beiden Vorgehensweisen näher verständlich machen zu können, werfen wir nun einen Blick auf das bewährte Modell von Balzert, Schäfer, Schröder aus 2008 und 2011, mit dem sie die beiden Grundvorgehensweisen des empirischen Forschens vorstellen. Rechts daneben sehen Sie die noch leeren Schritte, die den beiden links dargestellten Wegen entsprechen, nämlich Bottom-up, das ist die Induktion, der Weg A, und Top-down, die Deduktion. Das ist dann die Strecke B. Bleiben wir also zunächst bei dem Modell von Balzert, denn es erzählt eine Menge von dem, was Sie an dieser Stelle unseres Grundmodells des wissenschaftlichen Arbeitens benötigen. So beschreiben die Autoren ihre Grafik selbst. Induktion versus Deduktion. Ich zitiere jetzt wörtlich. Zur Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse werden häufig die 2 konkurrierenden, häufig aber auch gemeinsam benutzten Methoden Induktion, auch Bottom-up-Methode genannt, und Deduktion, auch Top-down-Methode genannt, verwendet. Kurze Anmerkung zwischendurch. Behalten wir die Formulierung im Blick. Häufig aber auch gemeinsam benutzt. Und weiter im Originaltext. Bei der Induktion wird aus einer möglichst großen Anzahl von Einzelerkenntnissen über das Erkennen eines Musters und der Formulierung einer vorläufigen Hypothese eine Theorie entwickelt. Entdeckung von Merkmalen. Die Grundidee der Induktion besteht darin, dass die wiederholte Beobachtung eines Sachverhaltes die Wahrscheinlichkeit steigen lässt, dass die entsprechende allgemeine Theorie wahr ist. In der Praxis ist es meist unmöglich, eine Forschung zu beginnen, ohne eine Idee für eine Theorie oder erwartete Ergebnisse zu haben. Ausgangspunkt bei der Deduktion ist eine Theorie, aus der Hypothesen und Vorhersagen abgeleitet werden, die durch möglichst viele Einzelbeobachtungen bestätigt oder widerlegt wird, getrieben durch Erkenntnisse. Die Deduktion geht davon aus, dass allgemeine Sätze nicht bestätigt, sondern nur widerlegt werden können. Die Falsifikation nennt man das. Eine Hypothese, die viele Widerlegungsversuche überstanden hat, heißt dann bewährt.
Besonders bewährte Hypothesen werden als derzeit gültige Theorie akzeptiert. Es genügt jedoch eine einzige Falsifizierung, um die Theorie ungültig zu machen. Zitat Ende. Gehen wir nur noch einmal gemeinsam durch die beiden Forschungswege, die in diesem Modell abgebildet sind. Zur Vorgehensweise der Induktion sehen Sie den Weg von links unten zur Mitte nach oben, die Induktion. Das bedeutet, man geht von Einzelbeobachtungen aus, hat Ergebnisse, stellt ein Muster fest, formuliert Annahmen oder eine vorläufige Arbeitshypothese, um dann zu einer Theorie zu gelangen und ein Modell bilden zu können. Das ist der induktive Weg bottom-up, vom konkreten Erlebbaren unserer Erfahrungswirklichkeit zur Theoriebildung. In unserem Grundmodell ist die Induktion wiederzufinden in dem oberen der beiden Stränge unten als Variante A. Nun zur Vorgehensweise der Deduktion. Die Variante B, Deduktion, also deduktives Vorgehen, finden Sie auf der rechten Seite des Modellbildes von Balzert-Schröder-Schäfer. Dort geht es darum, dass man bereits eine Theorie oder ein Modell hat und man möchte es nun verproben, also anwenden auf die Alltagswirklichkeit. Funktioniert es denn wirklich in der Praxis? Dazu formuliert man Hypothesen, die für den Praxisfall gut gelten könnten und auch Vorhersagen, die jetzt eingelöst werden müssen bzw. die funktionieren müssten. Dann werden wieder Einzelbeobachtungen erhoben, durch Messungen oder Befragungen, was auch immer, und danach kommt man in der unteren Ebene des Modells ganz zum Schluss zu einer mindestens teilweise erfolgten Bestätigung oder aber zur Ablehnung dieser Hypothesen bzw. dieser Theorie. Das ist der deduktive Weg, top-down. Die Gültigkeit einer Theorie hinsichtlich ihrer Bewährung in einer konkreten Alltagswirklichkeit zu testen. In unserem Grundmodell ist die Deduktion wiederzufinden als Variante B. Von der Deduktion kann man übrigens auch erneut zur Induktion weitergehen. Wenn man einen Zirkel schließen möchte, kann man dieses Bild von Balzert-Schröder-Schäfer auch um eine Verbindung von rechts unten nach links unten ergänzen, um anzudeuten, dass nach einem deduktiv erlangten Ergebnis die Theoriebildung oftmals erneut anzufahren ist. Man bezieht dann die Ergebnisse aus dem deduktiv erfolgten Vorgehen in die erneute induktive Theoriebildung mit ein. Die beiden Ebenen A-Induktion und B-Deduktion lassen das Modell von Balzert-Schröder-Schäfer in unser Grundmodell einziehen. Daher ergänzen wir nun miteinander unser Grundmodell zunächst um 3 Schritte des Bereichs A-Induktion und anschließend um 3 Schritte des Bereichs B-Deduktion. Das Grundverständnis dieses Modells von Balzert-Schröder-Schäfer zur Induktion und Deduktion sollte ab jetzt auch bei Ihnen angekommen sein und bleiben. Neben dem Grundmodell zur Gliederung wissenschaftlicher Arbeiten, Thema unseres Trainingskurses hier, sollten Sie es sich ebenfalls sichern und ausdrucken, um immer mal wieder einen Blick zur Auffrischung darauf werfen zu können. In den nächsten Lektionen konkretisieren wir nun die 3 Schritte der Induktion und die 3 Schritte der Deduktion. Dann werden wir auch noch darüber nachdenken, warum und wie mitunter beide Vorgehensweisen in einer Untersuchung vorkommen.